Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich bin Adel der Reisende und ich lebe in meinem Camper mit meinen zwei Hunden und bin zurzeit in Griechenland. Genieße den Winter hier in der Sonne, in der Wärme und genieße das Leben einfach. Ich möchte euch heute mal was ganz anderes erzählen. Und zwar, jetzt zeige ich euch jetzt nicht unbedingt, wo ich bin, was ich hier mache, sondern ich erzähle euch mal, was mich so beschäftigt und welche Erkenntnisse ich bekommen habe. Und ich glaube, dass das dem einen oder anderen auch helfen kann, weil jeder geht diesen Weg. Und zwar den Weg der Selbstliebe. Ja, also vor ein paar Jahren konnte ich mit dem Begriff gar nichts anfangen. Beziehungsweise ich habe mir gedacht so, ja, Selbstliebe, klar, ich liebe mich selbst, natürlich. Ich sehe gut aus, ich habe einen guten Körper, ich bin intelligent, ich habe einen guten Job, ich verdiene viel Geld oder sonst was. Ne? Ich finde mich gut, ja, ich finde mich cool, so wie ich bin. Ich liebe mich. Aber das hat gar nichts mit Selbstliebe zu tun. Das ist mir erst im Laufe des letzten Jahres ganz besonders bewusst geworden. Der Weg zu seiner Selbstliebe ist wahrscheinlich nie vorbei. Man kann nie genug für sich tun. Ja, was verstehe ich unter Selbstliebe jetzt? Was ist wirklich Selbstliebe? Und ich habe es jetzt verstanden. Was mir als erstes da einfällt, ist, zu sich selbst zu stehen. Sich nicht zu belügen. Sich sein eigener bester Freund zu sein. Sich an erster Stelle nehmen und sich nicht immer für andere zurücknehmen, nicht unbedingt Konflikte aus dem Weg gehen, wegen seiner Harmoniebedürftigkeit. Harmoniebedürftigkeit ist ein Mangel. Da steckt das Bedürftigkeit schon drin. Man ist bedürftig nach Harmonie. Nee, Selbstliebe heißt, man steht für sich selbst gerade und kann auch mal Nein sagen zu anderen oder zu bestimmten Erwartungen von anderen. Und ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selber. Das heißt, sich selber gesunde Grenzen setzen, beziehungsweise den anderen Grenzen setzen. Aber sich selber natürlich sollte man auch Grenzen setzen, dass man nicht andere Grenzen überschreitet. Aber jetzt geht es erstmal um mich selber oder um sich selber. Dass man Grenzen setzt, dass andere nicht irgendwie sich in dein Leben einmischen, sage ich mal. Ja, mir ist das ganz besonders bewusst geworden durch Konfrontation mit anderen Menschen, wo ich einfach zu nett war. Ich bin ja der Mr. Nice Guy, so kennt man mich. Ja? Ich bin immer freundlich, ich lache immer, ich meine es immer nur gut. Eigentlich gut. Und im Nachhinein merke ich immer wieder, dass es ausgenutzt wird von den Menschen, dass das nicht wertgeschätzt wird und dass man dann quasi, wenn man den kleinen Finger gibt, dass einem die ganze Hand abgerissen wird. Und das muss man frühzeitig erkennen und möglichst frühzeitig Stopp sagen. Nein,
so geht das nicht, das möchte ich nicht. Und das heißt auch mal unbequem sein und auch sich durchsetzen dürfen. Also durchsetzen ist nicht unbedingt was Negatives. Wenn man sich für sich selber durchsetzt, ist das sogar sehr positiv. Ich habe die Erfahrung gemacht, seitdem ich das mache, behandeln die Menschen, bei denen ich das schon gemacht habe, sage ich mal, ganz anders, viel respektvoller. Und die das nicht können, weil sie immer noch den Mr. Nice Guy aus der Vergangenheit im Kopf haben und immer noch nicht respektvoll mit mir umgehen, von denen distanziere ich mich dann. Das sind nicht die Menschen, mit denen ich umgehen möchte oder um mich herum haben möchte. Das heißt, Selbstliebe heißt auch Abstand nehmen können und sich von Menschen trennen können, egal ob es jetzt die eigene Freundin ist oder Freunde oder Familienangehörige. Da würde ich keinen Unterschied machen. Wer dir nicht gut tut, der ist es nicht wert, mit dir umzugehen. Und du solltest dir selber das wert sein, dich von denen, die dir nicht gut tun, Abstand zu nehmen. Das heißt ja nicht unbedingt, wenn man eine Freundschaft kündigt, dass es für immer ist. Oder wenn man Abstand nimmt. Meine Erfahrung ist, wenn du für eine Zeit Abstand hattest, nach einer gewissen Zeit, kann man auch wieder einen Schritt wieder auf die Leute zugehen und denen nochmal eine Chance geben. Und oftmals ist das Verhältnis viel, viel besser. Wenn nicht, dann war es nicht so weit oder es soll einfach nicht sein. Es gibt genug Menschen, die Erfahrung mache ich jetzt auch, die dir gut gesinnt sind, die sich freuen über das, was du darbietest, über was du bist, über dein Sein und die sich freuen, einfach mit dir zusammen zu sein, die dir gerne auch zuhören wollen, die dir Wertschätzung geben und die dir ein gutes und positives Feedback geben. Es gibt genug Leute, ein bisschen windig draußen, die Tür ist gerade von allein zugegangen. Es gibt genug Leute, die man dann anzieht. Das Lustige ist, wenn du dich von den falschen Leuten trennst, das Universum schickt dir dann die Menschen, die dir gut tun und die wieder zu dir passen, weil du hast dich ja weiterentwickelt. Wenn du aber stehen bleibst und nicht in der Selbstliebe bist, dann schickt dir das Universum immer die Leute, die dir nicht gut tun, damit du selbst in deine Selbstliebe kommst. Selbstliebe ist quasi ein Teil von Selbstwertschätzung, beziehungsweise Selbstwertschätzung ist ein Teil von der Selbstliebe. Wenn du dich nicht selber wertschätzt, kannst du andere nicht wertschätzen. Und andere können dich auch nicht wertschätzen. Das heißt, wenn du in deine Selbstwertschätzung kommst, dann verstehst du erst, Scheiße, ich muss mir das doch nicht gefallen lassen, wie die mit mir umgehen. Das heißt nicht, dass du die Schuld bei den anderen suchen musst. Die Schuld ist nämlich, also wenn man von Schuld reden kann, es gibt keine Schuld. Es gibt immer nur Ursache und Wirkung. Wenn du die Ursache quasi setzt, indem du dieses Opferverhalten nach außen strahlst, weil du dich nicht selber wertschätzt und die Liebe im Außen suchst, dann ziehst du auch die Menschen an, die dir gerade nicht die Liebe geben können,
sondern die das aus dir irgendwann herauskitzeln, dass du irgendwann erkennst, dass du dich selber lieben musst, um glücklich zu sein. Keiner kann dich glücklich machen, nur du kannst dich selber glücklich machen. Selbstliebe bedeutet auch, seinen Bedürfnissen zu folgen, sei es jetzt Wünsche, die man hat, sich selber zu erfüllen, Träume sich zu erfüllen, wie zum Beispiel eine Reise, vielleicht eine Auszeit oder sich was zu gönnen, was man sich schon immer kaufen wollte, zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel um materielle Dinge geht. Das ist egal. Selbstliebe bedeutet einfach, dich Gutes tun, dich nicht mehr belügen, vor allem. Vor allem, wenn du dir was vorgenommen hast oder einen Traum hast, dann setz ihn um. Dann belüge dich nicht. Du lässt doch auch keinen Freund warten, ja, besten Freund, der einen Wunsch hat, ja, der sagt, ja, ich wünsche mir, dass du so und so mit mir umgehst oder keine Ahnung, dass wir das und das gemeinsam zusammen machen oder so. Den lässt er auch nicht lange warten. Dann sagst du, ja, okay, ich mach das mit dir oder wir können das zusammen machen oder ich helfe dir. Ja, der lässt jetzt nicht 10 Jahre warten, bis du ihm hilfst. Und so ist das bei dir selber. Du bist dein eigener bester Freund. Wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, ich möchte abnehmen, ich esse jetzt weniger Zucker, ich kaufe keine Süßigkeiten mehr. Und dann gehst du einkaufen und kaufst dann wieder deine Gummibärchen. Ja, dann hast du dich selbst verarscht. Dann hast du dich selbst belogen. Und das ist wirklich nicht schön. Dein eigenes Ich, das erkennt das. Und das ist auch enttäuscht. Und es wird auch dann immer schwieriger sein, sich selber zu vertrauen. Weil wenn du sagst dann, ja okay, ich mache das jetzt heute, dann weißt du schon von vornherein, ey, ich mache das eh nicht. Ich habe mich letztes Mal auch schon belogen. Ja, ich möchte jetzt mal regelmäßig Yoga machen. Und dann fängst du nicht an. Dann bist du immer wieder von dir selber enttäuscht. Und das, da kann ich nur den Tipp geben, anfangen. Just do it. Nicht lange warten. Belüg dich nicht selber. Selbstliebe bedeutet, für sich selber Zeit zu nehmen und ja, Dinge machen, die einem Spaß machen und auch mal in die Ruhe kommen und chillen. Dinge machen, die du schon lange nicht mehr gemacht hast. Zum Beispiel Musik machen, tanzen, singen, keine Ahnung. Spielen, in die Sauna gehen oder was auch immer. Wenn du es schaffst, für dich da zu sein und wenn du dich aufrichtig selber liebst, dann kannst du auch aufrichtig andere lieben. Das heißt, du kannst dann auch für andere da sein. Wenn du schon für dich selber Zeit genommen hast, dann kannst du anderen deine Zeit geben, um ihnen bei irgendetwas behilflich zu sein oder was auch immer. Wenn du dir selber nichts gönnst, dann kannst du auch anderen nichts gönnen. Dann kannst du noch nicht mal großzügig sein, wenn du nicht großzügig zu dir selber bist. Ich merke das jetzt vor allem für mich, seitdem ich mir die Zeit für mich jetzt genommen habe, habe ich auch die Zeit für andere. Vorher habe ich zwar Leuten vielleicht mal geholfen, da habe ich mich aber dann selber belogen, weil eigentlich wollte ich denen nicht helfen, weil ich keine Zeit hatte, noch nicht mal für mich selber.
Zum Schluss möchte ich euch noch eine kurze Geschichte erzählen von meinem Leben oder beziehungsweise meiner Erfahrung vor kurzem, wo ich tatsächlich meine Hochzeit gefeiert habe, mit mir selber, quasi meine Hochzeit. Ich habe mich wirklich so gefühlt, glücklich, alleine zu sein. Ich habe niemanden vermisst. Ich hatte einen wunderschönen Ort, wo ich stand mit dem Camper, in den Bergen, an einem wunderschönen Fluss, mit Wasserfällen und Pools, tollem Wetter, und ich war mega glücklich. Mir ist dann bewusst geworden, was für ein Leben ich jetzt habe, was ich mir selber jetzt gönne, was ich mir jetzt erfülle. Und ich war so glücklich. Mir ist bewusst geworden, dass ich niemanden vermisse. Und jetzt verstehe ich, was Selbstliebe heißt. Wenn du mit dir selber glücklich sein kannst und wunderschöne Dinge an den schönsten Orten sein kannst, wunderschöne Dinge machen kannst, ohne dabei unbedingt jemanden dabei zu haben. Früher zum Beispiel konnte ich mir gar nicht vorstellen, alleine in den Urlaub zu fahren. Ich wollte das immer mit jemandem teilen, diese Erfahrung. Natürlich ist das schöner, wenn du es mit jemandem zusammen erlebst. Auch jetzt wäre das sogar schöner. Aber jetzt ist es anders. Jetzt vermisse ich keinen. Ich kann es alleine machen. Und ich bin sogar glücklich darüber, weil ich muss mich mit keinem irgendwie arrangieren. Der eine will das, der andere das, und da muss man immer irgendwelche Kompromisse machen. Und jetzt brauche ich keine Kompromisse mehr machen. Die einzigen zwei Begleiter, die ich habe, sind meine Hunde. Und die machen alles mit, was ich mache. Ohne Widerworte normalerweise. Also die freuen sich natürlich immer in die Natur zu gehen mit mir, oder ich mache ja immer schöne Sachen mit ihnen. Ja, das war es soweit an meinen Erkenntnissen zu Selbstliebe und Selbstwertschätzung. Kann man eigentlich beide zusammennehmen. Ich habe das jetzt nicht aus irgendeinem Buch gelesen oder irgendwo, keine Ahnung, vielleicht habe ich mal das ein oder andere Mal aufgeschnappt, aber das sind alles eigene Erkenntnisse aus eigener Erfahrung in meinem Leben, was ich jetzt in den letzten Monaten vor allem gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ich würde mich über einen Like, und vielleicht könnt ihr mir ein paar Ideen geben, was noch Selbstliebe bedeuten kann oder was für Erfahrungen ihr gemacht habt, und ja, so können wir uns auch gerne austauschen. So, ich wünsche euch dann einen schönen restlichen Tag, Feierabend oder Abend oder was auch immer, wann ihr das Video euch anschaut, und freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal reinschaut. Bis dann, euer Adel der Reisende. Ciao.